Hallo, endlich bin ich mal wieder dazu gekommen, ein Video zu machen. Ich bin Felix Rodermund, Maschinenbauingenieur, CAD-Konstrukteur bei Ercon. In meinem Übersichtsvideo habe ich die Top-Down-Methode allgemein beschrieben. Jetzt widme ich mich im Detail der von mir favorisierten Variante davon, der Skelettmodellierung. In diesem Video erkläre ich, wie man eine Top-Down gesteuerte Baugruppe mit einem Skizzenskelett aufbauen kann. Die Vorgehensweise besteht aus 5 grundlegenden Schritten, mit denen man vom Entwurf zur fertigen Konstruktion kommt. Die Reihenfolge muss nicht streng eingehalten werden. Es ist sinnvoll, dem Schema am Anfang zu folgen und später nach Bedarf zwischen den Schritten zu springen. Zuerst wird das Skelettteil für die zu konstruierende Baugruppe erstellt. In Creo ist das ein spezieller Dateityp, in Inventor einfach ein Teil. In dem Skelettteil werden zuerst alle notwendigen Eingangsbedingungen definiert und dann werden die relevanten Zustände und Zusammenhänge der Baugruppe in Skizzen und gegebenenfalls Arbeitsgeometrie erstellt. Aus dem Skelett werden die Einzelteile abgeleitet. Das wäre Publiziergeometrie und Kopiegeometrie in Creo bzw. die Ableitenfunktion in Inventor. In einer Baugruppe werden die Einzelteile zusammengefügt. In Inventor kann die Baugruppe samt eingefügter Teile in einem Arbeitsschritt erzeugt werden. Man kann jederzeit weitere Teile erzeugen oder nachträglich einbauen oder anpassen. Dann werden in den Einzelteilen aus den abgeleiteten bzw. publizierten und kopierten Skizzen die Volumen erzeugt. Und dann kann man weiter detaillieren, weitere Teile ergänzen, weitere Merkmalanteile ergänzen und so weiter. Als erstes zeige ich jetzt, wie man also das Skelettteil bearbeitet und den Entwurf darin erstellt. Dafür erzeuge ich als erstes das Teil und skizziere dann Eingangsbedingungen und den Entwurf. Wichtig ist dabei zu beachten, wir skizzieren und konstruieren in dem Fall funktional und nicht fertigungsgerecht. Also es kommt auf die Zusammenhänge der Teile vom Konstruktionsgedanken her an und nicht darauf, wie die Maße hinterher in der Zeichnung stehen sollen. Zuerst muss man also das Skelettteil anlegen und da ist noch eine wichtige Empfehlung von mir dazu: Fangt so früh wie möglich im Konstruktionsprozess damit an, im Skelettmodell zu arbeiten. Baut eine sich entwickelnde Struktur, in der Änderungen mit wenig Aufwand laufend eingebracht werden können, sozusagen eine agile Struktur. Das Skelett ist zu Beginn der Entwurf, den sonst viele Leute auf Papierskizzen oder in separaten CAD-Dateien machen. Diesen Umweg über einen separaten Entwurf kann und ich finde, sollte man sich sparen, wenn man von Anfang an eine saubere Skelettstruktur aufbaut und die dann als Grundlage für seine Konstruktion verwendet. Das Skelett beginnt mit den notwendigen Eingangsbedingungen und den ersten groben Ideen der Konstruktion. Während der weiteren Bearbeitung macht das Skelett dann eine Evolution bis zur fertig detaillierten Konstruktion durch. Und damit fange ich dann jetzt mal an. Ich erzeuge ein Bauteil, dann gebe ich diesem Bauteil einen sinnstiftenden Namen. Nach meiner Systematik wäre das also Video 02, Baugruppe 01, 000 für die Baugruppe selbst und es soll ein Gelenkarm werden und davon das Skelett. So, das war schon der erste Schritt. Als nächstes müsste ich jetzt die für die Definition der Baugruppe nötigen Eingangsbedingungen definieren. Ja, mein Beispiel ist eine einfache Fantasiebaugruppe, ein Gelenkarm, der an einer Fläche angeschraubt wird und dessen Ende sich linear bewegen soll. Zuerst also die Eingangsbedingungen. Wir müssen uns dafür klar machen, welche Umgebungsbedingungen, welche funktionalen Parameter bestimmt für unsere Baugruppe werden. Das bedarf einiger Disziplinen, insbesondere dann, wenn die Parameter teilweise zahlenmäßig noch nicht bekannt sind oder es eine Vergleichsvorlage gibt, bei der das Ergebnis der Konstruktion vorweggenommen wird. Für noch nicht bekannte Parameter müssen trotzdem Elemente mit Schätzmaßen erzeugt werden, die dann später im Projektverlauf aktualisiert werden. Für Vergleiche kann man getriebene Bemaßungen verwenden, die heißen in Creo Referenzmaße. Da mache ich jetzt mal stark vereinfachte Randbedingungen. Also als erstes mache ich hier eine Linie. Das soll mal die Anschraubfläche sein. Und das hier soll der Hub sein. Und weil das Eingangsbedingungen sind, mache ich die als Farbe mal weiß, damit die von dem Rest zu unterscheiden sind. Ich
behaupte jetzt einfach mal, die Anschraubfläche, die wird 200 mm hoch. Und der Hub ist von der Anschraubfläche, sagen wir mal, 700 weg und ist 500 lang. Außerdem liegt der Hub, also die Bewegung, die das Ende von dem Arm machen soll, liegt auf der Mitte der Anschraubfläche und die Anschraubfläche wiederum liegt hier, das ist für mich besonders günstig, in der Nullebene. So, das war es schon mit den Eingangsbedingungen. Mehr brauche ich hier in diesem Moment nicht. Dann gebe ich dem Ding noch einen Namen. Es liegt auf der YZ-Ebene und soll heißen Befestigung und Weg. Fertig. Die Eingangsbedingungen könnte man jetzt natürlich beliebig komplizierter machen durch weitere Beschränkungen des Bauraums oder des Bewegungsraums oder durch Kurvenbewegungen. Außerdem könnte man für verschiedene Baugrößen oder Varianten da Listenparameter und iLogic damit einbauen, sodass die Baugruppe dann per Dropdown in der Parameterliste konfigurierbar wird. Stufensprünge einzelner Teile nach Norm könnte man auch direkt ins Skelett einprogrammieren mit iLogic oder man könnte das ganze Ding an Excel-Spreadsheets koppeln. Weiter geht's. Als nächstes müssen wir funktionale Zusammenhänge skizzieren. Wichtig für die spätere Weiterbearbeitung ist es, die Skizzen klein zu halten, ist eigentlich auch allgemein so, und sie sinnvoll zu benennen. Auch das gehört zur Modellhygiene eigentlich generell dazu. In einer Skizze sollten nur die Elemente zusammen dargestellt werden, die funktional zusammengehören. Es kann dabei oft sinnvoll sein, einen Teilbereich eines Teils in einer Skizze und einen anderen Teilbereich in einer anderen abzubilden. Es kommt also nicht darauf an, dass ein Teil in einer Skizze vollständig gezeigt wird. Dabei ist wichtig, dass jedes Maß, auch wenn es mehrere Teile betrifft, nur genau einmal definiert wird und spätere Instanzen der Geometrie durch Projektion oder notfalls durch eine Gleichung auf das Maß, auf das vorher definierte Maß referenzieren. Das Modell wird dadurch redundanzfrei. Sinnvoll ist, Maße, die aus technischen Berechnungen kommen oder dafür benötigt werden, direkt auch in den Skizzen vorzusehen und gegebenenfalls sogar als benannte Parameter anzulegen. So, ich zeichne jetzt als nächstes, ich gebe dem schon mal einen Namen, YZ Armgeometrie. So, ich zeichne jetzt mal, wie diese zwei Armsegmente, die ich mir da vorstelle, aussehen sollen. Das hier sollen die Mittellinien mal werden. Die nehme ich als Konstruktionslinien, weil die halt keine physischen Kanten abbilden. Außerdem möchte ich, dass hier der Anfang des Arms auf der Mitte dieser Platte ist. Außerdem soll das Ende des Arms hier am Anfang des Hubs enden. Und dafür muss ich mir jetzt hier diese Kurve aus den Eingangsbedingungen rein projizieren. Und als nächstes setze ich die hier drauf. Plopp. Dann will ich noch gerne, dass die beiden Armsegmente gleich lang sind. Außerdem möchte ich gerne hier einen Abstand von dieser Linie haben, weil das jetzt nicht mehr die Mitte des Koordinatensystems ist, muss ich die jetzt auch noch rein projizieren. Und dann mache ich als nächstes hier ein Maß, das sagen wir mal 70, damit ich noch ein bisschen Platz für das Lager habe. Und jetzt kann ich noch gucken, ob ich damit das Ende vom Hub auch erreiche, indem ich hier von demselben Startpunkt ein zweites Linienpaar mache. So, ich zeichne die mal wieder erstmal irgendwie. Konstruktionslinie, und die Segmente sind natürlich gleich lang wie vorher. Aber das Ende kann ich jetzt hier schon sehen. Hier sehe ich jetzt schon, das funktioniert mit diesen Eingangsbedingungen so nicht. Ich müsste also den Hub kleiner machen oder die Länge von den Segmenten größer machen. Ich könnte also jetzt zum Beispiel sagen, das Segment soll vielleicht 600 lang sein, dann wird der Arm schon mal ein bisschen länger. Oder 650. Kann
Können wir mal gucken. Und auf jeden Fall möchte ich hier mit dem Endpunkt gerne hier auf das Ende vom Hub. Jetzt sieht man hier schon, ich bin da relativ weit oben. Wenn ich jetzt verhindern will, dass der Arm durchschlägt, mache ich das Ding hier erstmal zu einem Referenzmaß. Mache mir hier einen Winkel dran und sage, ungefähr 10 Grad will ich da haben. Dann weiß ich, ich brauche hier so ungefähr ein Armsegment von 560 oder sagen wir 570. Zack, kommen wir hier auf 15 Grad. Außerdem hat dieser Hebel eine eine Breite, einen Querschnitt. Der ist parallel zu der Mittellinie. Und an den Enden zeichne ich noch Kreise, weil eigentlich brauche ich nur den Kreisbogen, weil die Enden rund sein sollen, aber Kreisbögen sind relativ instabil, deswegen mache ich lieber einen Vollkreis. So, noch ein paar Bedingungen da dran, dass das Ganze auch zusammen bleibt. Noch ein Kreis. Ich mache die Bedingungen immer am liebsten manuell, wenn man bei den automatischen nie so genau weiß, was dabei so rauskommt, dann, was da zufällig getroffen wird. Na, den hier noch. Da drauf. Da drauf. So. Und das Ganze kriegt auch wieder eine Farbe, damit es identifizierbar wird. Nehme ich hier zum Beispiel so ein Grün. So, und die Endpunkte dieser Kreise, die lege ich hier auf die Endpunkte der Mittellinie. Dann gebe ich dem ganzen Gerät noch eine Breite. Können wir mal gucken, 80 vielleicht, gibt es einen schönen Hebel. Ja, könnte man so machen. Nützlich ist jetzt auch das zweite Segment, wenn das genauso sein soll wie das erste, das brauche ich eigentlich gar nicht mehr zeichnen, weil ich habe ja die Länge gleichgesetzt. Und wenn ich die Konstruktion weiterhin so aufbaue, dass das passt, kann ich mit diesen Gleichsetzungen sicherstellen, dass weitere Instanzen von dem Teil, was ich schon mal gezeichnet habe, dann auch bei Änderungen an einem der Einbauorte konsistent bleiben. So, es geht so fertig. Ich mache auch dieses Ding hier mal weg, dass ich ein bisschen mehr Platz kriege. So, weiter geht's. Als nächstes brauchen wir zu dem Ding hier noch Querschnitte. Wir können also hier sagen, auf dieser Ebene, die hier in der Mitte liegt, da können wir also als erstes hier mal ein Rechteck, das wird so eine Platte machen, die kriegt aber auch eine andere Farbe, als wir die jetzt für den Arm genommen haben. Dann nehmen wir mal hier so ein Fliederfarben, ist doch auch schön. So, und die Mitte legen wir in die Mitte. Die Platte soll 20 dick sein. Ja, kann man machen, glaube ich. Und sie soll eine Breite haben. Nehmen wir mal der Einfachheit halber 200. Und ich glaube, sie ist in der Richtung noch nicht fest. Genau, ich muss die jetzt noch festmachen hier. Zum Beispiel hier an 0. Außerdem kommt hier eine Lasche, an der dann ein Bolzen den Arm mit diesem Lager verbinden soll. Die Lasche könnte zum Beispiel 30 dick sein, liegt in der Mitte. Und dann können wir uns hier schon diesen Kreis als Referenz reinholen. Upsa, das wollte ich nicht. Und zwar, indem wir jetzt auch den Kreis wieder projizieren, dann taucht hier, man kann es nicht sehr gut sehen, man taucht hier so eine Linie auf, diese hier. Und ich kann jetzt sagen, diese Lasche, die soll ein bisschen, die soll ungefähr so sein wie dieser Kreis. Da muss ich gleich noch eine Ausnehmung in den Hebelarm machen. Also da ist so. Und jetzt gehen wir wieder zu der Farbe von dem Arm zurück, machen das Gegenstück. So, so ungefähr sieht er aus. Hier ist es bündig. Auch da liegt wieder hier was in der Mitte.
Und dann wird diese Gabel, die das Armsegment kriegt, die wird ein bisschen Platz haben. In allen Richtungen, hier nach oben auch. Und die beiden Laschen der Gabel hier, die sind natürlich gleich dick. Und ich würde sagen, die sind mal 20. Und hier das Ende von dieser Gabel, das endet natürlich da, wo dieser Kreis von dem Armsegment auch endet. Den haben wir ja schon projiziert. Die offenen Enden hier, die muss ich jetzt auch noch irgendwie festmachen, damit ich eine vollständig bestimmte Skizze habe. Das Teil in dieser Ansicht weiter zu zeichnen ist aber nicht sinnvoll, also projiziere ich hier einfach diesen Kreis mal rein. So. Und dann orientiere ich einfach die Linien hier an diesem Kreis. Da mache ich nichts verkehrt, bis dahin gehen sie auf jeden Fall. Und dann ist auch diese Ansicht fertig. Ich gebe der noch einen Namen, das ist jetzt in dem Fall die XZ. Lager oder Befestigungslager. So, wenn ich jetzt hier oben die Verbindung zwischen den beiden Armsegmenten zeichnen will, muss ich mir natürlich irgendwie was überlegen, in welcher Ansicht, in welcher Blickrichtung ich das am besten mache. Ich nehme einfach hier diese Mitte, lege mir hier eine Ebene drauf und dann kann ich auf dieser Ebene das obere Ende weiter zeichnen. Dann brauche ich dafür auch als Referenz, wenn die beiden Armsegmente gleich sein sollen, dann muss hier das Ende vom ersten Armsegment genau dem entsprechen, was ich hier gezeichnet habe als Lager. Das heißt, hier so diese Linien, die hole ich mir mal rein. Und am oberen Ende, jetzt hier wieder in dem Grün für das Armsegment, kommt hier eine Lasche, die irgendwie so aussieht. So. Auch da ist wieder die Mitte in der Mitte. Habe ich hier eine Mitte? Zum Beispiel die Ebene hier. Und die Linien hier, die liegen einfach auf den Endpunkten dieser Linien hier, damit die Lasche gleich wird. Genauso hier, das ist die lange Seite, da ist natürlich der Querschnitt von dem Armsegment. Und das Ende von dieser Lasche, das muss ich jetzt noch an die richtige Stelle ziehen. Da muss ich jetzt wieder diesen Kreis projizieren. Kreis gebe ich aber noch Vorgabefarbe der Projektion. Die Projektion soll immer die automatische Farbe haben. So. Und dann weiß ich ja, ich möchte hier auch wieder einen Abstand haben. Und damit das hinterher gleich ist bei beiden Segmenten, könnte ich hier das zum Beispiel gleichsetzen mit dem Maß hier. Ich mache aber mal, das seht ihr nachher warum, ich mache hier lieber ein eigenes Maß. Die Freiheit brauche ich dann noch. Ich setze das jetzt mal hier auf 10. So. Damit sind eigentlich jetzt alle Ansichten, die ich dringend brauche, erledigt. Die Details, sowas wie der Gleitbuchsen in den Lagern und Bolzen, das spare ich mir, damit das Video nicht zu lang wird. So, das ganze Ding kriegt auch noch einen Namen. Ich mache so Bezeichnungen für gedrehte Ebenen, immer um welche Achse sie gedreht sind. Also Wx Armgelenk und hier das nenne ich Ebene um x und dann Mitte Armsegment. So. Weitere Details zufügen später wäre einfach, das kann ich in einem anderen Video mal zeigen. Man könnte jetzt auch hier in diesem Stadium schon provisorische Volumen einfach in dem Skelettteil erzeugen. Das wäre gerade in Inventor mit der Möglichkeit der Multibody-Parts wäre das sehr verlockend, wenn man mal was visualisieren möchte oder was simulieren möchte in einem frühen Entwurfsstadium.
Nur müsste man diese Volumen dann, wenn man die echten Teile irgendwann erzeugt, wieder löschen oder man müsste das ganze Skelett masselos setzen. So, im Skelett sind wir erstmal fertig. Wir kommen also zurück zur echten Baugruppe und den echten Teilen. Als erstes müssten wir eine Baugruppendatei anlegen und das Skelett da rein einbauen. Außerdem Teile anlegen und die relevanten Elemente aus dem Skelett übertragen. Das macht Inventor sehr komfortabel in einem Schritt mit der Bauteilerzeugen-Funktion aus dem Skelett raus. Dabei erzeugt Inventor nämlich nicht nur die Teile, sondern fügt die direkt in der gewählten Baugruppe auch ein und erzeugt auch die Baugruppe, wenn sie noch nicht vorhanden ist schon. So, und diese schicke Funktion finden wir hier unter Verwaltung, Bauteil erstellen. Und dann kommt hier dieses schöne Fenster. Da dürfen wir dem Bauteil also einen Namen geben. In meiner Nummerierung wäre das also Baugruppe 1, Teil Nummer 1, Rahmensegment. Die Baugruppe haben wir ja auch noch nicht. Das wäre hier ohne Skelett der gleiche Name, wie mein Skelett hat. So. Der Ordner soll auch derselbe sein wie die Bauteildateien. Und jetzt kann ich mir hier im Baum aussuchen, was ich gerne mitnehmen möchte. Ich möchte also für mein Armsegment die Armgeometrie, das Befestigungslager, das Armgelenk mitnehmen. Ich glaube, dann habe ich alles, was ich brauche. Man könnte jetzt auch Arbeitsgeometrie mitnehmen. Das geht in Inventor. In Creo ist das eher instabil. Das sollte man besser nicht tun. So, damit bin ich eigentlich erstmal fertig, kann OK sagen. So, und jetzt habe ich hier eine Baugruppe, da ist meine leere Datei Armsegment mit der Ableitung drin. Und damit ich das hinterher besser sehen kann und vielleicht auch Einbaureferenzen da drin erzeugen kann, baue ich hier direkt am Anfang das Skelett ein, am Ursprung fixiert. Hoppla, okay, ich schiebe das hier an den Anfang der Baugruppe. So, ein weiteres Teil brauche ich auch noch. Das kriegt jetzt den Namen Nummer 2. Ich nenne das mal ausführlich hier. Den Rest hat er noch von vorhin übernommen und auch hier kann ich mir wieder aussuchen, was ich brauche. Ich brauche hier das Befestigungslager. In der Draufsicht, ich glaube, das war es schon fast. Da brauche ich gleich noch was. Was mir hier noch fehlt, ist die Seitenansicht von diesem Lager. Da muss ich gleich noch mal ins Skelett zurückgehen. Muss hier noch eine zusätzliche Skizze machen. Das wäre dann die Y-Z. Befestigungslager. Da kann ich also jetzt da muss ich jetzt hier noch so eine Lasche hinmalen. So, zack, 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 Tangential das Ganze. Ich glaube, der ist schon, ja. So, das Ganze kriegt natürlich die Farbe von dem Lager auch. Schwupp. Und dann brauche ich jetzt wieder einige Referenzen, auf die ich das beziehen kann. Ich habe ja schon die Dicke von dieser Platte definiert, also nehme ich mal diese Linie hier mit. Ich habe auch definiert, bis wohin das ganze Ding hier gehen soll. Also kann ich jetzt hier sagen, ich mache sicherheitshalber mal auch hier das Rechteck mit rein. Vielleicht brauche ich das mal noch. Man müsste es jetzt in der Ansicht nicht unbedingt zeichnen. So. Dann nehme ich mir hier auch noch die ganz ursprüngliche Linie dieser Anschraubfläche mit rein. So, wo ist sie? Die hier. So, und dann ist hier das auf den Enden dieser Anschraubfläche. Dann ist
diese Linie natürlich auf derselben Grundlinie und diese hier ist auch auf dem Ende. So, und dann will ich noch diesen Kreis hier haben. Zack. Und der Drehpunkt des Lagers ist natürlich dasselbe wie der Drehpunkt der Lasche. Und hier hatte ich ja die Länge von der Lasche schon definiert, also kommt dieser Kreis auf diesen Endpunkt von der Lasche. Und die Lasche ist hier irgendwie an diese Platte geschweißt. So, die fehlte mir noch. Jetzt kann ich auch direkt schon zeigen, wie man diese Ableitung bearbeiten kann. Man sieht das hier, die hängt jetzt hier als erstes in dem Bauteil drin und ich kann jetzt aber jederzeit wieder in diese Auswahlliste zurückgehen. Ich kann jetzt sagen, ich habe hier noch eine Skizze mehr, die für dieses Lager relevant ist. So, zurück in die Baugruppe, das Ganze mal einmal speichern. In Creo müsste man jetzt im Skelett für jedes Teil eine Publiziergeometrie erzeugen und dann ins Einzelteil mit der Kopiegeometrie das wieder importieren und die Teile auch alle manuell in die Baugruppe einfügen. Das hat Autodesk hier halt einfach deutlich besser gelöst. Bei Inventor hatte ich ja eben schon gesagt, kann man auch einigermaßen bedenkenlos Arbeitsgeometrie mit ableiten. Würde ich bei Creo dringend von abraten, weil man da Schwierigkeiten bei Fehlersuche kriegt später. Jetzt können wir in den Teilen sozusagen die echte Geometrie erzeugen. Prinzipiell könnte man dabei direkt auf die Ableitung referenzieren, in Inventor zumindest, aber das kann zu schwierig lösbaren Fehlern führen, wenn man Änderungen im Skelett macht, die nicht so 1:1 durchkommen. Insbesondere in Creo ist die ausschließlich projizierte Basisskizze unerlässlich. Inventor ist mit bei der Fehlersuche einfach ein bisschen hilfreicher, da könnte man das bei einfacheren Teilen auch einfach sich sparen. So, Basisskizze ist sicher nicht jedem geläufig. Ich zeige das jetzt mal hier an dem Armsegment. Das hier ist die Ableitung. Wenn ich auf die nicht referenzieren möchte, dann brauche ich erstmal alles, was ich davon verwenden möchte, in Form einer Basisskizze, hoppla, die ich hier dann zum Beispiel auf der Mittelebene anfange. Und da in dieser Basisskizze dürfen keine Maße sein, sondern da wird ausschließlich projiziert. Ich habe mal gelesen, in Inventor wären Punkte stabiler als Linien. Ich finde Linien aber bequemer einerseits und andererseits kann ich das auch so nicht bestätigen. Also eigentlich finde ich, die Punkte waren auch nicht so sehr stabil. Also ich bleibe einfach bei den Linien. YZ Basis. Wenn ich die jetzt, da ist jetzt alles drin, was in der Richtung für mich relevant ist, dann brauche ich noch diese Draufsicht. Zack, da projiziere ich dann hier diese Linien. Was genau ich davon brauche, wird sich dann noch zeigen. Ich nehme sie einfach mal mit. So. Die heißt dann XZ-Basis. Ach so, und ich habe noch eine Einstellung, dass automatisch die projizierte Geometrie erstmal Konstruktionslinien werden. Das heißt, ich schalte die hier jetzt noch um. Das könnte man auch anders einstellen, aber ich finde das meistens so praktischer. So, damit ich später nicht aus Versehen hier auf die abgeleiteten Sachen referenziere, schalte ich die ich verwendet habe, schon mal aus. Ja, da habe ich noch eine Linie vergessen. Sieht man dabei. So, hier diese muss ich auch noch mitnehmen. So, dann kann die auch aus. Jetzt muss ich nur noch diese schräge Ansicht hier zeichnen. Da böte sich dann zum Beispiel an, dass ich diese Mittellinie, die habe ich auch noch nicht projiziert, dass ich diese Mittellinie von der YZ einmal noch mitnehme. Ja, ist die richtige. So. Jetzt kann ich es aber endgültig ausmachen. So, und auf diese Mittellinie hier mache ich mir jetzt wieder die Ebene drauf, auf der ich dann das ganze Ding aufbaue. Nenne ich wieder X mit Armsegment. So. Und dann kann ich auch diese verdrehten Sachen hier in Form einer Basisskizze hier ableiten. Beziehungsweise projizieren. So.
die werden wieder echte Linien. So, jetzt ist das hier alles unsichtbar geschaltet und ich arbeite nur noch mit lokalen Referenzen. Generell, man hat es eben schon gesehen, lohnt sich diese andere Auswählen-Funktion hier in dem Fall öfter mal zu benutzen, weil man sich sehr sorgfältig aussuchen sollte, welche Dinge man projiziert, welche Elemente man projiziert und ob das stabile Referenzen sind. Da sind lokale Referenzen normalerweise stabiler als externe und Skizzen sind stabiler als Volumen. Arbeitselemente sind auch meistens sehr stabil und da sollte man halt darauf achten, dass man nicht aus Versehen was anderes wählt. So, als nächstes erzeuge ich hier die Volumen. Da mache ich jetzt einfach erstmal eine Extrusion auf diesen Basiskörper. Achso, ich muss auch noch, weil er ja eine Ausdehnung hat, brauche ich jetzt eine Ebene, bis zu der dieses Volumen geht. Zum Beispiel hier durch diese Linien, das ist jetzt die Endebene. So, und jetzt nehme ich hier erstmal diese drei Profile. Hier, so, bei Inventor kann ich ja zum Glück aussuchen, wo das ganze Ding anfängt und mit hier diesem Punkt kann ich sagen, wo es endet und schwupps habe ich hier erstmal diesen Körper, ohne dass da ein einziges lokales Maß drin wäre. So, als nächstes mache ich jetzt diesen Ausschnitt hier unten rein. Da brauche ich auch eine Anfangsebene für, die hier so am Ende von diesem Ausschnitt ist. So. Und dann muss ich diese Skizze wieder einschalten, hier die Basisskizze, die jetzt unsichtbar geworden ist. Dann kann ich mir hier einen passenden Ausschnitt jetzt reinmachen. Dann mache ich diese Linie hier rein. So. Und hier dieses Ende brauche ich. Da, den Punkt zum Beispiel. Beziehungsweise den Kreis kann ich auch brauchen. So. Und ich weiß ja jetzt, dass von diesem Mittelpunkt bis hierhin, ich mache das mal als Konstruktion, das hier wäre der Freiraum, den ich brauchen würde, mindestens. Ich möchte aber gerade durchfräsen, also mache ich da jetzt einfach ganz stumpf eine gerade Linie durch. So. Und die geht hier bis zum Ende von dem Kreis nachher. Das wird so ein Rechteck. Na, ist das da zusammen? Ja. Und wir sind hier tangential an dem und tangential an dem zum Beispiel. Gäbe es auch andere Möglichkeiten, wie man das genau machen kann, aber so funktioniert es relativ einfach. So, das Ding extrudiere ich dann hier bis zu der anderen Seite. Bis zu diesem Pünktchen. Ist ein Negativ. Zack. Da habe ich den Ausschnitt für meine Lagerlasche. Und hier am oberen Ende muss ich halt entsprechend auch einmal drüber fräsen. Mache ich mir hier diese Kontur. So, die Kurve. Ups. Die Kurve. Und die und die. Und jetzt mache ich da eigentlich einfach zwei Rechtecke dran, die halt mit den Eckpunkten hier drauf liegen. So. Und hier an diesem Ende. Den Rest kann man hier eigentlich intern definieren, indem man sagt, die Sachen sind gleich alle. Dann spart man sich so ein bisschen Referenzen. Schwupps. Und das Ding extrudiere ich negativ in beide Richtungen durch alles. Schwupp. Basisskizzen, die ich dann irgendwann nicht mehr brauche, kann ich auch unsichtbar schalten. Ebenen eigentlich auch, die stören eigentlich nur im Moment. Und hier die Basissachen mache ich auch alle aus. Achso, und hier ist noch eine, oh, die habe ich auch nicht benannt, habe ich vergessen zu benennen. Die heißt natürlich, das hier hätte eigentlich mit einem E heißen sollen. Und die hier heißt so. So, damit ist das Armsegment soweit fertig.
Und man sieht hier im Skelett taucht es schon, in der Baugruppe taucht es schon direkt auf. Ist auch schon an der richtigen Stelle. Solange ich das nicht bewegen will, kann ich das einfach auf dem Ursprung fixiert lassen. Hier zeige ich jetzt mal den direkten Weg. Statt der Variante mit der Basisskizze kann man halt in Inventor auch einfach die Sachen so nehmen, wie sie hier in der Ableitung sind. Spart man sich ein bisschen Arbeit. Auch da brauche ich wieder eine Endebene an einem Ende, hier zum Beispiel, und dann nehme ich mit dieses Profil, ziehe das von der Endebene bis dahin. Blub. Und dann brauche ich noch, jetzt ist es ausgegangen, muss ich wieder einschalten, dann brauche ich noch diese Lasche. So. Ach, da fehlt mir auch wieder eine Ebene. So, die mache ich hier hin. So, die Lasche geht bis dahin und startet an dieser Ebene. Und damit wäre das dann jetzt auch fertig. Da kann ich dann jetzt diese abgeleiteten Dinge auch wieder unsichtbar machen. Wie gesagt, diese Vorgehensweise nur bei einfachen Geometrien oder wenn man wirklich nicht vorhat, da noch größer was zu ändern. Weil sonst hat man da sehr schnell fehlende Referenzen, die man nicht mehr gut nachvollziehen kann. So. Auch das Lager taucht an der Stelle auf, wo man es brauchen kann. Das Ganze aktualisiere ich einmal und speichere das. Wenn ich jetzt zusätzlich noch etwas Sicherheit haben wollte, könnte ich hier Einbaubedingungen setzen, dass ich hier diese beiden runden Teile mit ihrer Achse aufeinander lege zum Beispiel. Das wäre so das Pendant zur Gegenrechnung in der Mathematik, dass man sicherstellt, dass die Sachen auch wirklich am Ende wieder zusammenpassen und nicht nur zufällig da sind, wo sie jetzt gerade sind vom Skelett her. So, das zweite Segment, dafür baue ich jetzt einfach das eine nochmal ein zweites Mal ein. Das muss jetzt natürlich an eine Stelle im Raum platziert werden, wo das nicht mehr vom Skelett vorgegeben ist. Da kann man jetzt einfach hingehen und sagen, man nimmt diese Runden. Wenn man jetzt ein Loch hätte, könnte man natürlich diese Bolzenbohrung dann da aufeinander hängen. Das definiere ich mal hier hin. Außerdem ist die Mitte in der Mitte, das kann man auch schon mal sagen. Also die YZ liegt auf YZ. Ach hoppla, wollte ich noch umdrehen. Na, ja. So. Dann sieht man schon, ich kann das hier schon nur noch so drum drehen. Und wenn ich jetzt gerne möchte, dass das hier auf einem dieser Endpunkte zum Beispiel liegt, dann könnte ich mir jetzt das Skelett nehmen und könnte einfach sagen, ich möchte hier in so einem Endpunkt eine Achse haben als Einbaureferenz. Das hatte ich eingangs mal erwähnt. Eine Achse, die einfach senkrecht hier zu der Ebene ist und durch den Punkt geht, und die nenne ich dann jetzt einfach x Anfang. So. Mit dieser Achse kann ich dann jetzt auch wieder eine Einbaubedingung machen, dass ich sage, das Ding liegt hier. Und dann habe ich den Zusammenbau soweit fertig. Was man jetzt hier schon sehen kann, hier ist eine Kollision. Ne? Das ist in dieser einfachen Skizze, die ich bisher gemacht habe, nicht so ersichtlich gewesen. Das kann man natürlich jetzt, wenn man im Skelett hingeht und hier diesen Abstand, den ich da am Anfang mal gemacht habe, diese 10 aus dem Skelett, wenn man die jetzt, hoppla, hier sind sie. Wenn man da jetzt einfach 30 macht, dann hat man diese Kollision wahrscheinlich schon behoben. Einmal aktualisieren. Flop, dann ist hier Platz. Man könnte jetzt natürlich auch einfach sagen, dass man hier schräge Linien im Skelett schon vorsieht, die diese zweite Position abbilden, diese Kollision, und einfach sicherstellen, dass hier immer Platz zwischen ist, egal wie ich diesen Hebel geknickt in der einen Position konfiguriere und wie ich die Maße ändere. Da könnte man also sehr viel Sicherheit noch erzeugen und verhindern, dass das hier zu irgendwelchen Kollisionen kommt. Die Baugruppe an sich ist jetzt vollständig vom Skelett aus steuerbar. Ihr habt es gesehen, keins von den Teilen enthält irgendwelche Maße. Alles, was ich im Skelett ändere, geht 1:1 in die Teile durch. Wenn man das Ganze jetzt ein bisschen aufgeräumter haben will, kann man hier noch ein bisschen die Ebenen ausblenden.
Und auch das Skelett braucht man ja nicht unbedingt, wenn man dann später mit der Baugruppe arbeitet. Das würde ich auch standardmäßig ausgeschaltet lassen in der Ansicht. Also den nächsten Punkt hier, Volumen in den Teilen zu erzeugen, haben wir jetzt direkt in einem Aufwasch mitgesehen. Damit ist das Video soweit zu Ende. Viel Spaß beim Nachmachen. In weiteren Videos würde ich dann mal zeigen, wie man das Ganze beweglich macht und die Bewegungsinformationen aus dem Skelett in die Baugruppe übertragen kann. Oder auch, wie man die Baugruppe um weitere Kleinteile erweitern und detaillieren kann, zum Beispiel mit dem Lager, mit den Lagern, die dann noch fehlen und den Bolzen. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge habt, schreibt mir oder schreibt in die Kommentare. Ich lese die, ich reagiere da auch drauf und eventuell fließen sie auch in die späteren Videos mit ein. Bei umfangreicheren Anfragen zu konkreten Anwendungsfällen mache ich euch auch gerne ein Beratungsangebot. Auf www.r-con.de gibt es die schriftliche Version von diesem ganzen Tutorial und die Präsentation zum Runterladen. Und Kontaktmöglichkeiten gibt es da natürlich auch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr mehr über Top-Down-Modellierung erfahren wollt, abonniert diesen Kanal. Vielen Dank.